Hallo und willkommen beim Filmgemaunze. Seit dem 4.1. ist nun der neue Film aus dem Hause Studio Ghibli, Der Junge in der Reihe, auch in Deutschland im Kino zu sehen, mit einer Spielzeit von 124 Minuten. Der Film lief bereits letztes Jahr in Japan an. Wieder für Regie und Drehbuch Hayao Miyazaki zuständig, einer der größten Künstler unserer Zeit, der eigentlich schon im Ruhestand war, aber nun trotz seiner 83 Jahre seit 2016 ganz still und heimlich an diesem Film gearbeitet hat. Der Film handelt von dem 11-jährigen Mashito, dessen Mutter während eines Luftangriffs auf Tokio während des Zweiten Weltkriegs ums Leben kommt. Mit seinem Vater zieht er im Anschluss zu dessen neuen Ehefrau, seiner Tante, auf ein größeres Anwesen aufs Land, ein Herrenhaus, und er kommt mit der Situation nicht klar. Die neuen Eindrücke mitten in der Natur, ein neues Anwesen, seine Tante nun als Ehefrau seines Vaters und die neue Schule sind für ihn erdrückend, und er zeigt diese Ablehnung auch nach außen, und er schreckt nicht davor zurück, sich selbst zu verletzen. Als dann ein Graureiher auftaucht, der mit ihm zu sprechen beginnt, auch ihn lehnt er erstmal ab und er versucht ihn zu ignorieren, aber der Grauhaar versucht ihn regelrecht zu einem Turm zu locken und erzählt ihm, dass seine Mutter eigentlich noch am Leben ist. Der Film basiert auf einem Buch von Gensaburo Yoshino, das aus dem Jahr 1937 stammt und eins der prägendsten Bücher ist, die Miyazaki anscheinend in seiner Kindheit gelesen hat. Miyazaki versucht in diesem Film relativ viel abzuhandeln, also eine ganze Stange an Themen, wie das Leben und der Tod, Depressionen, Angst, der Zweite Weltkrieg und einiges mehr. Und man kennt es aus früheren Filmen aus dem Hause Ghibli, aber da werden diese Themen, sagen wir, gezielter thematisiert. Hier drücken irgendwie die verschiedenen Themen sich schon ein wenig gegenseitig und schaffen es auch manchmal auch über sich selbst zu stolpern. Der Film hat eine allgegenwärtige Traurigkeit an sich, was durchaus nachvollziehbar ist, wenn man sieht, dass Miyazaki nur mit 83 Jahren, man merkt, er blickt zurück auf ein Leben, und das sind auch dann Themen wichtig, wie wenn Dinge vergehen, wenn Sachen zerfallen, das auch direkt im Film zur Sprache kommt, und daraus folgend ist es im Film sehr schwer, eine Bindung herzustellen zur Hauptfigur, eine Bindung zu finden, da Mashito an sich eine Figur ist, die verschlossen wirkt, sie redet kaum, sie wirkt sehr distanziert und begegnet viel im Film mit Ablehnung. Vater und Tante von Mashito lernen wir im Film fast kaum kennen. Das gleiche gilt für viele der Nebenfiguren, die leider zu kurz auftreten, zu wenig Screentime oft bekommen, während die Handlung abgewickelt wird. Und es ist eigentlich schade, weil gerade die früheren Filme von Miyazaki hier oft sehr herzliche und emotionale Charaktere aufzuweisen hatten, die er erschaffen hat. Und hier ist es dann so, dass der Film durch diese fehlende emotionale Bindung sehr kühl und auch sehr distanziert wirkt. Dagegen steht dann aber wieder diese fantastische Märchenwelt, die uns hier wieder geboten wird und wie man sie aus vielen der Studio Ghibli-Filme kennt. Das lässt einen dranbleiben. Das ist auch ein gewisses großes Abenteuer, wenn Mashito viele verschiedene Welten bereist, in die er kommt, und man will immer wissen, warum sind Dinge jetzt hier so, was steckt da dahinter, was hat es jetzt mit der oder der anderen Sache auf sich. Das ist das, was einen am Film kleben
lassen bleibt. Es werden viele Themen in dem Film aufgemacht, es werden sehr viele Fragen in den Raum gestellt, aber es werden auch leider Themen selten zu Ende gebracht. Das kommt man von Studio Ghibli schon früher in anderen Filmen natürlich auch so sehen, aber hier wird wirklich ungewöhnlich viel am Ende dem Zuschauer überlassen. Das ist ein wenig, nun, das soll jeder selber denken darüber, was, ob inwiefern und inwieweit ihm dies gefällt. Der zeitlose Animationsstil, der uns hier wieder präsentiert wird, ist traumhaft schön. Es ist alles hier noch handgezeichnet und damit steht man so viele Ebenen über allen anderen Animationsfilmen, die man so jährlich zu sehen bekommt. Man merkt ja, das ist noch etwas ganz Besonderes hier und jedes einzelne Bild stellt quasi ein echtes Kunstwerk dar. Wenn man dann auch noch bedenkt, wie viel Leistung und wie viel Arbeitsleistung hier dahinter steckt, in den vielen Jahren, was dieser Film dann auch noch benötigt hat, um fertig zu werden, das lässt einen schon sagen, Respekt. Die Musik von Hisaishi, der ja seit dem allerersten Miyazaki-Film für die Musik zuständig war, auch hier wieder, ist traurig und herzenerwärmend zugleich. Das ist Musik, die ganz tief drinnen was bewegt und das ist definitiv auch einer der Punkte im Film, die man als einen der großen Pluspunkte ansehen muss, wie in jedem dieser Studio Ghibli-Filme. Also auch hier alles im grünen Bereich. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, der Film hat für viel Aufsehen gesorgt, viel Furore im Vorfeld. Die Kritiken haben sich geradezu ja überschlagen und ich habe mich wirklich auf den Film gefreut und ich war vielleicht auch ein wenig gehypt auf den Film. Es ist was, man muss ja auch verstehen, bei uns kommt es ja oft gar nicht so an. Ne? Es ist in Japan, wenn ein Miyazaki ins Kino kommt, dann da geht man halt dahin, weil es ein Miyazaki ist. Das ist außer Frage, ob man sich den Film anschaut. Und auch bei uns ist es, denke ich, auch schon ein bisschen so, dass es eine gewisse Zielgruppe gibt. Ich gehöre bestimmt auch dazu, die sich sowas anschaut. Aber am Ende konnte der Film dann diese Erwartung für mich nicht ganz erfüllen. Ähm, Der Film lässt einem sehr viel Freiraum für Spekulationen, für Interpretationen und dabei gibt es nicht die Antwort. Damit sollte man sich sehr schnell darüber klar werden. Und ich finde eigentlich auch, der Junge in der Reihe, okay, aber ich finde eigentlich den Originaltitel des Films, der ja übersetzt so viel heißt wie mein Gott, How do you live? Beziehungsweise Wie willst du leben? Deutlich und viel besser für diesen Film, weil er eigentlich im Prinzip schon in die Richtung geht, was der Film eigentlich an Aussagen auf einen da niederlässt, draufwirft und man wird ja regelrecht erschlagen in dem Film. Ähm, Das Entscheidende ist, dieser Film wird da ganz eindeutig dadurch gewinnen, wenn man ihn öfters sieht, mit jeder Sichtung. Und da rede ich nicht nur von einer, zwei, sondern den Film kann man immer wieder anschauen. Und das ist auch so gewollt, denke ich. Und das ist so vorgesehen, dass das kein Film ist, den man beim ersten Mal komplett erfassen kann. Aus diesem Gesichtspunkt heraus und meinen verschiedenen Punkten, nenne ich sie jetzt mal, gebe ich dem Film jetzt zum jetzigen Zeitpunkt vorsichtige 7 von 10 Punkten. Ja, da werden jetzt einige abschrecken, aber wie kann das nur? Aber das ist der Eindruck, den der Film jetzt auf mich hinterlassen hat. Ich freue mich darauf, später auch für mich im Heimkino auf den Release und werde mir den Film definitiv noch öfters anschauen und ich bin dann auch bereit, diese Note auch anzupassen. Aber fürs Erste, ich habe den Film im Originalton auch gesehen, weil das ich bei solchen Anime-Filmen doch
sehr entscheidend finde, weil hier sehr viel Emotionen auch über die Sprache gehen. Ich bin jetzt Japanisch nicht mächtig, aber man merkt es ja am Ausdruck und sonst würde man ja auch wieder nur die Synchronsprecher bewerten und deshalb bin ich ganz froh, dass wir hier den Originalversion sehen konnten. Abschließend will ich eigentlich nur sagen, Miyazaki ist längst eine Legende und er hat eine der schönsten Filme aller Zeiten erschaffen und man muss schon sagen, in seinem hohen Alter noch diesen Film jetzt abzuliefern als Spätwerk, das ist eigentlich ein Geschenk und an dem sollten wir uns alle erfreuen. Und damit sage ich auch, ist diese Review hier beendet. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.